Das heißt, du musst, wenn du nicht den ganzen Tag nach F-Coins schautest, eher mit 240 rechnen. Oder Minimum 235, aber eher mit 240. Und ja. Das heißt ja theoretisch, dass auch alles andere oder generell Penya wieder ein bisschen an Wert verloren hat. Das heißt, wenn bis gestern ein Bloody Wand vielleicht 120 wert war, dann sollte er heute auch eigentlich, theoretisch, bis zu 10 Mio mehr wert sein. Und ich hatte ihn ja für 125 im Shop. Praktisch ist es natürlich nicht so. Das sieht man vor allem an so Items wie S-Project Low oder so. Die haben sich im Preis quasi nicht verändert. Von 160 Millionen pro 1000 F-Coin auf 240 Millionen haben die sich gefühlt nicht verändert. Weil man sagen muss, die Nachfrage nach S-Project Low und so, die lässt eher nach. Da hat es auch was mit einfach der Nachfrage zu tun. Aber also man kann es nicht 1:1 übertragen auf jedes Item. Aber so allgemein kannst du fest davon ausgehen, wenn du was irgendwie nicht wegbekommen hast und plötzlich steigen die Preise, dann wirst du es wahrscheinlich wegbekommen, weil dann ja das Geld, was du verlangt hast, sowieso weniger wert ist. Und die Leute eher bereit sind, es dann zu bezahlen. Ist auch echt ziemlich frustrierend, weil auf Burudeng... Also eigentlich lustig. Die meisten Leute beschweren sich ja über so Inflation und so. Also klar beschwert man sich darüber. Und trotzdem spielen sie aber, oder viele Leute halt fast nur oder hauptsächlich während FEC. Aber auf Burudeng hast du, abgesehen von Updates und nach FEC und so oder während FEC, aber da hast du gefühlt eigentlich fast nie Steigerungen oder Schwankungen. Und wenn dann im 5 bis 10% Bereich. Und das ist dann einmal und dann Wochen oder Monate lang gar nichts. Und es kann auch runtergehen. Und auf FEC, gut, ist es auch einmal runtergegangen. Aber das ist sehr selten. Also es ist halt eigentlich faszinierend, weil ich meine, theoretisch die bessere Wirtschaft hast du definitiv auf den Original-Servern. Außer halt jetzt während FEC, da ist natürlich Kacke, klar. Aber vor allem außerhalb des FECs muss man sagen, das ist eigentlich blöd, dass die meisten Leute gar nicht spielen, weil dann verpassen sie eigentlich, wie es, sag ich mal, in Anführungszeichen richtig wäre. Was man natürlich sagen muss, auf Burudeng oder auf den Original-Servern grundsätzlich, da gab es natürlich auch schon so gefakte Inflationen oder so. Oder Reseller gibt es da auch und so, keine Frage. Aber es ist halt alles irgendwie in einem kleineren Rahmen. Nicht so extrem aufgeplustert wie auf dem Server hier. Das natürlich hauptsächlich auch damit zusammenhängt, dass da auch einfach viel weniger Leute sind, klar. Aber theoretisch, für das nicere Erlebnis, was jetzt halt Handeln und Geld angeht, wäre es eigentlich schon empfehlenswert. Und deswegen eigentlich auch irgendwie, wie gesagt, wasted, dass manche Leute es noch nicht mal wirklich erlebt haben, weil sie noch nie wirklich auf den Original-Servern gespielt haben. Weil es ja einige Leute gibt, die wirklich only FEC spielen. Was man auch ein Stück weit nachvollziehen kann, aber ich finde es dann irgendwie... Also ich bin jetzt schon langsam so in der Stimmung, wo ich sage, jetzt könnte es eigentlich für mich enden. Der FEC. Also von mir aus könnte es nächste Woche oder so schon der letzte Tag sein. Weil von hier ab geht es eigentlich nur noch bergab. Also vor allem mit der Wirtschaft halt. Die Preise von den Items, die du droppst, sind alle schon ziemlich weit unten. Es gibt noch ein paar coole Items. Aber ich sag mal so, die Standard-Drops, Clockwalks, selbst Clockwalks plus 3, ist knapp über 1000 F-Coin, 1500 F-Coin. Ist nicht schlecht, ist nicht wenig. Aber sowas droppt man ja auch nicht jeden Tag. Sowas droppt man einmal im Monat oder so. Und ich meine, das ist halt auf Burudeng mehr wert, glaube ich sogar.
Clockwork Schmuck plus 3 ist auf Buro-Denk mehr wert als auf FEC. Und solche Sachen halt. Das heißt, wenn du nicht jeden Tag oder einmal die Woche oder keine Ahnung immer mal wieder so einen Jackpot-Drop bekommst, dann wirst du einfach immer weniger Geld haben, weil du immer weniger Geld einnimmst und die Preise zeitgleich aber steigen. Und das heißt, die Experience wird eigentlich in Anführungszeichen immer schlechter, weil du wirst dir immer weniger leisten können, je mehr Zeit vergeht. Und ja, jetzt wo die Inflation wieder angezogen hat, wie gesagt, da merkt man das halt erst wieder. Weil es seit einer Weile relativ chillig war, da war es halt okay. Aber jetzt ist es halt dann wieder an dem Punkt, wo es nicht mehr so okay ist und dann wünscht man sich dann eigentlich wieder, dass die Inflation weg ist und wenn du willst, dass du keine Inflation hast oder dass die Inflation weggeht, dann musst du eigentlich auf Buro-Denk spielen, weil da jetzt schon, aber normalerweise gibt es da jetzt nicht so diese tägliche oder krasse Inflation. Da kannst du halt auch mal einen Monat offline gehen. Da kannst du halt auch mal einen Monat oder so weg sein mit 5 Milliarden im Inventar und wirst dich höchstwahrscheinlich nach ein paar Wochen einloggen und es wird sich nicht großartig was getan haben. Deine 5 Milliarden sind vielleicht 4,9, vielleicht 5,1 geworden, effektiv quasi. Aber das sind alles Schwankungen im meistens unter 10% Bereich. Eher so 5% Bereich wahrscheinlich. Wenn überhaupt. Manchmal auch gar nicht. Und das ist halt schon grundsätzlich angenehmer. Auch wenn man auf so große Items spart, wenn man sich mal was richtig Teures kaufen will für ein paar Milliarden, so Endgame-Equipment. Da will man ja auch nicht, das ist ja eigentlich auf FEC das, was immer so nervig ist, dass du am Anfang immer irgendwas kaufen willst, weil du Angst hast, dass am nächsten Tag das Geld weniger wert ist. Ist ja auch so. Aber das ist ja auch nervig, weil du willst diese Items eigentlich gar nicht haben. Also du willst vielleicht gar keine Products oder so. Du willst einfach nur dein Geld für irgendwas ausgeben, was halt später noch was wert ist. Und dann kaufst du mal irgendwelche Items, die du eigentlich gar nicht haben willst. Weil das Penya selbst willst du gar nicht behalten, weil du Angst hast, dass es dann weniger wert ist. Und auf Buro-Denk kannst du aber sagen, ist egal, ich kann jetzt jeden Tag Shop machen, ich kann jeden Tag farmen, grinden, NPC-Items verkaufen. Und nach 4, 5, 6, 20 Wochen, auf was auch immer man spart, hat man seine 1, 2, 5, 10 Milliarden zusammen. Und dann kann man sich ja dieses eine krasse Item kaufen. Und man hat wahrscheinlich nicht wirklich was verloren. Durch dieses Warten. Oder sparen. Und ich denke, die meisten Leute würden das eigentlich auch grundsätzlich positiv empfinden, aber es hat halt diesen Hype nicht vom FEC. Es ist halt das Tagesgeschäft. Und man muss auch sagen, der FEC basiert ja auch auf FOMO. Und FOMO treibt ja auch solche Sachen wie Inflation und so. Das heißt, ohne die FOMO wären die Leute wahrscheinlich sowieso gar nicht da. Von dem her ist es egal, was auf den normalen Servern passiert, weil niemand interessiert sich für die normalen Server, weil auf den normalen Servern gibt es die FOMO nicht. Und ohne FOMO brauchst du da keine Spieler. Oder weniger.